Hallihallo, liebe Leute, und zwar, falls ihr diesen Kanal nicht kennt, ich mache regelmäßig Motorrad-Review-Videos, auch Technik-Review-Videos, Reisen, Vlogging. Letztes Jahr waren wir in Sizilien, da läuft gerade die Serie, davor waren wir in Kroatien, eine 3-4-wöchige Rundreise im Inland, öfter schon an der Küste auch gewesen. In Sizilien haben wir einmal die Insel umrundet und Irland waren wir dieses Jahr einen Monat, Regen im Juni. Wenn euch das interessiert, Motorradreisen, wie war das Wetter jetzt in Irland, alle Details bezüglich den Abenteuern und vor allem Feedback, das euch wahrscheinlich und hoffentlich weiterhilft. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, würde mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Video wieder mal sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es um ein ziemlich trauriges Thema für mich, weil ich hätte gehofft, euch viel bessere Erfahrungen mitteilen zu können. Aber es geht um das Review der KTM Super Adventure S 2022er Baujahr und dementsprechend eigentlich ganz neu. Bedeutet für mich jetzt, wir haben jetzt Juli 2023. Das Motorrad ist genau ziemlich ein Jahr alt. Ich habe es im Mai 2022 gekauft. Es ist nahezu genau ein Jahr alt und hat schon einiges erlebt. Deshalb jetzt habe ich 15.000 Kilometer drauf. Und irgendwie ist definitiv zu viel passiert. Also, was hatten wir? Wie hat es begonnen? Direkt im ersten Herbst, also nach 3 bis 5 Monaten, hatte ich einfach öfter den Fall, dass die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet hat. Man hat aber nicht wirklich was feststellen können. Bedeutet, ich war 2-3 Mal bei der Werkstatt, die haben einfach den Fehlerspeicher ausgelesen. Manchmal war die Motorkontrollleuchte am nächsten Morgen wieder weg, manchmal war sie wieder da. Sie haben das dann ausgelesen, haben irgendwie gesagt, ja, also es war quasi auch schwer, den Fehler zu haben, weil du musst ja aufs Moped steigen, zufällig Zeit haben, dass du dann direkt zur Werkstatt fährst, weil du halt nicht weißt, ob, wenn du die Zündung wieder ausschaltest, ob er noch da ist oder wieder weg ist. Und ja, dementsprechend habe ich es irgendwann geschafft, bin zur Werkstatt gefahren, sie haben es ausgelesen, sie haben es dann aus dem Fehlerspeicher gelöscht. Der ABS-Sensor hat wohl irgendwie manchmal fehlerhafte Werte geliefert. Das Moped hat noch ganz normal reagiert, auch gefahren und hat sonst eigentlich keine Fehler angezeigt. Und dann waren sie verschwunden. Weiß nicht so genau, circa zur selben Zeit, aber da hat aber angefangen, dass manchmal Dämpfung und Preload Adjuster als Fehlermeldung erschienen ist. Aber die Saison war dann knapp zu Ende, 2023. Moped knapp ein halbes Jahr alt, dreiviertel Jahr alt. Und ich habe öfter einfach die Fehlermeldung gehabt. Dämpfung und Preload Adjuster. Was heißt das? Also der Preload Adjuster ist quasi bei dem Motorrad, weil es ein elektronisches Fahrwerk hat. Also ob du jetzt allein, mit Sozius, mit Gepäck, mit Sozius und Gepäck und was auch immer, du quasi auf das Motorrad lädst. Es berechnet automatisch die Fahrwerkseinstellung. Das ist quasi für das, was du fahren möchtest. Komfort, Sport, Street, automatisch und stellt es dann passend zu der Zuladung ein. Effekt, wenn diese Fehler auftauchen, das Fahrwerk ist Brett hat. In der Fehlermeldung, gerne hier für euch ein Screenshot, steht dann, schalte das Motorrad aus und wieder ein und wenn der Fehler wiederkommt, fahr zu deinem Händler. Für mich persönlich sehr unbefriedigende Fehlermeldung, weil wenn ich den Fehler kriege, fahre ich auf jeden Fall zu einem Händler, weil es ja ein Fehler ist. Und dieser klassische Ansatz, have you tried turning it off and on again, den jeder gerne gibt, den kannst du geben bei einem Computer, bei einem Programm, bei einem Handy. Überall sind Leute unzufrieden, aber du willst es auf keinen Fall bei deinem 30.000 Euro Motorrad und du willst es auf keinen Fall bei deinem Fahrzeug. Und was ist das für eine Art von Kundeninteraktion? Mach doch eine Fehlermeldung, die einfach sagt, kontaktiere deinen nächsten Händler. Mach einfach eine Fehlermeldung. Also ein Text wie dieser ist für mich einfach nicht nachzuvollziehen. Und vor allem impliziert der Text für mich auch ein wenig, dass man mit Fehlermeldungen wie diesen wohl rechnet und sie wohl einfach verschwinden können und man das auch schon beim Produkt und bei der Fehlermeldung, beim Fehlermeldungsdesign gewusst hat und dementsprechend so ein Wording gewählt hat. Also ich denke mich so in diese Situation hinein. Ist ein bisschen auch mein Beruf und dementsprechend kann ich mir das so vorstellen, dass das so läuft und das würde ich halt wirklich sehr traurig finden, weil du sollst bei einem Motorrad der Premiumklasse, du sollst bei keinem neuen Motorrad auf keinen Fall irgendeine Fehlermeldung bekommen und auf keinen Fall soll da stehen, have you tried turning it off and on again. Genau, also das war's. Der Fehler ist gekommen, ich habe auch mit der Werkstatt gesprochen und sie haben mir gesagt, naja, wenn der Fehler bei uns nicht aufscheint, dann können wir halt nichts machen. Sehr unbefriedigendes Feedback für einen Kunden. Also du hast ja ein nagelneues Fahrzeug, du fährst damit und mindestens einmal die Woche hast du halt in irgendeinem Zustand das Problem oder mehrfach die Woche auch. Es ist halt die Frage, wie oft du fährst. Ich bin im Frühjahr, es war eiskalt 2023, ich bin echt selten gefahren, aber wenn ich gefahren bin, hatte ich eigentlich immer mal diesen Fehler. Und
Du denkst halt, wieso? Natürlich kannst du einfach ganz normal weiterfahren, aber du hast ja eigentlich ein geiles Motorrad mit einem geilen Fahrwerk und du willst, dass es federt. Und wenn es einfach bretthart ist, bringt es dir ja nichts. Dementsprechend bleibst du stehen, es nervt dich, schaltest es aus, schaltest es wieder ein, dann ist es eigentlich immer weg. Und ja, wie es eben ist, man ist meistens irgendwohin unterwegs, entweder hast du einen Termin oder ein Treffen oder genau, du hast irgendein Arrangement, du willst irgendwas erledigen, du hast halt, und die Werkstatt hat auch nicht immer offen und dementsprechend hast du halt nicht immer die Möglichkeit, zur Werkstatt zu fahren, die Zündung nicht auszuschalten, also das Moped laufen zu lassen und dann dort einfach sagen, hey Leute, lässt bitte schnell meinen Fehlerspeicher aus, damit dieser Fehler, der random bei mir kommt, einfach endlich behoben werden kann. Üble Geschichte. Was im Herbst zusätzlich auch noch passiert ist, mein Bremsflüssigkeitsdeckel war wohl undicht und Bremsflüssigkeit ist rausgekommen. Das hat man sich beim Service angeschaut und man hat gesagt, ja, der Dichtungsring ist verrutscht. Die Bremsflüssigkeit ist so rausgekommen, man hat nicht das ganze Ding ersetzt, man hat den Dichtungsring wieder richtig reingesetzt und es funktioniert jetzt. Kein Witz, es ist jetzt ein Jahr später, ich komme aus Irland zurück und, ihr glaubt es nicht, der Bremsflüssigkeitsbehälter ist wieder undicht. Und ich bin sehr gespannt, morgen habe ich Service. Ich werde hingehen und auf keinen Fall werde ich akzeptieren, dass man mir sagt, man hat den Dichtungsring wieder gerichtet, ich will ein neues Ding. Also, das ist jetzt eine ziemlich mühsame Geschichte, aber ich war bei der Werkstatt, ich habe gesagt, sie sollen das gesamte Ding wechseln, sie sollen einen Garantieantrag stellen, notfalls bezahle ich das auch selber, also gehe ich 2 Tage später wieder zur Werkstatt und frage, was ist passiert? Man weiß es nicht. Zufällig war ein langes Wochenende, ich soll 5 Tage später wieder anrufen. Ich rufe 5 Tage später wieder an. Man fragt mich, weshalb rufe ich an? Natürlich, ich rufe an wegen dem Bremsflüssigkeitsdeckel. Okay? Man weiß von nichts. Man spricht mit dem Mechaniker. Man weiß noch immer von nichts. Und die Antwort ist, der Bremsflüssigkeitsbehälter wurde nicht getauscht. Ich habe wieder einen neuen Dichtungsring bekommen. Erfahrung suboptimal. Also es kann gar nicht sein, in meinen 120.000 Kilometern davor und in meinen 4 Motorrädern davor hat nie irgendein Bremsflüssigkeitsbehälter irgendein Problem mit Dichtigkeit gehabt. Es hat einfach perfekt funktioniert. Also sehr fragwürdig. Okay, weiter geht's. Die KTM Tourdech Seitenkoffer original aus Aluminium. Vielleicht extrahiere ich das auch einfach in ein eigenes kleines Video, aber sie sind undicht. Verdammt, also man kann es auch einfach googeln. Bei vielen Leuten sind diese Koffer undicht. Und wieso sind sie undicht? Ich habe mir das einfach angeschaut, gerne hier 1, 2 Fotos. Also was du hast, der Aluminiumdeckel, da ist einfach eine Schraube durch mit einer Mutter. Und das Bohrloch ist ein bisschen größer, hat auch kein Gewinde, es ist einfach ein bisschen größer als die Schraube. Bedeutet, du schraubst die Schraube rein, es drückt quasi einfach diesen Griff aus so einem Textilmaterial und das Plastik zusammen und ja, es ist halt einfach nicht 100% dicht. Sehr schade. Dementsprechend, ja, fährst du 30 Minuten oder fährst du eine Stunde durch den Regen, ist vielleicht ein bisschen feucht innen, fährst du aber 3, 4 Stunden durch den Regen, was bei mir schon mal passiert, hast du halt ein Problem, weil dann schon 1, 2 Stamperl Flüssigkeit da drin sind und das macht es halt einfach problematisch. Jetzt habe ich mich erkundigt und die Lösung war halt einfach Silikon aus dem Baumarkt kaufen und das einfach von innen zukleistern. Kleine Foto hier, ist perfekt. Habe ich in 4 Wochen Irland mit täglichem Regen getestet. Bombendicht, ist jetzt echt keine Magie. Könnte man auch einfach von Werk machen. Hätte man wirklich gar keine Probleme. Ich habe wirklich auch es bei der Werkstatt gemeldet, die haben für mich einen Garantieantrag gestellt. Man hat mir jetzt wirklich neue Koffer zugesichert und ich würde neue Koffer bekommen, aber ich werde sie dankend ablehnen, weil ich brauche keine neuen Koffer, weil ich habe meine gefixt und es geht mir nicht darum, neue Koffer zu halten und ich bin mir sicher, bei dieser Konstruktion, es läuft genau aufs selbe hinaus. Sie sind wieder undicht, entweder wird die Schraube vielleicht ein bisschen fest zugedreht, aber gerne aber eure Erfahrungen in der Videobeschreibung. Ich habe wirklich auch einfach Schrauben fest zugedreht. Ich habe so meine Erfahrungen mit meiner Kraft und die sind meistens ein bisschen überdimensioniert. Meine Kraft ist gerne ein bisschen überdimensioniert im Einsatz. Auf jeden Fall, ich habe eine festgedreht, eine Schraube ist direkt abgerissen. Also ja, viel fester als sie wohl waren, kannst du sie wohl auch nicht eindrehen, aber ja. Ich denke auch, manche haben Glück, manche haben Pech, bei manchen passt vielleicht genau mit der Dichtigkeit, bei manchen ist der Stoff vielleicht ein bisschen anders gelegen. Es ist halt einfach manuell zusammengeschraubt. Was will man denn? Das ist jetzt einfach nicht 100% dicht, braucht es aber eigentlich 100% dicht. Okay, weiter geht's. Irland. Genau, wir waren in Irland und wir fahren da einfach so ganz gemütlich und natürlich, wie es genau passiert, du überholst, es war auch Regen, trotzdem habe ich überholt und was passiert? In dem Moment, wo du überholst, hast du plötzlich keinen Schub mehr und die Traktionskontrolle fällt aus.
Du siehst einfach aufleuchten. Es war jetzt kein kritisches Überholen auf maximaler Leistung, sondern ich bin halt einfach vorbeigefahren, aber trotzdem am Gas angedreht. Es war zum Glück auch nicht kritisch für uns, aber ja, es war komisch. Wir sind halt rechts rangefahren, Fehlermeldungen, Zündung aus, Zündung ein, also Moped ausschalten, Moped einschalten und es war weg. Gas geht wieder, alles geht wieder, Traktionskontrolle geht wieder. Mit meinen Erfahrungen von den anderen Fehlermeldungen habe ich jetzt nicht einschätzen können und für mich war das eher, oh Gott, sie hatte Schluck auf, aber ist scheinbar nichts Permanentes, also wird sie schon fahren. Passt. Also wir weitergefahren. Wie es natürlich läuft, es ist dann wirklich zusammengehängt gewesen mit wie viel Schub du halt gibst und beim Überholen gibst du halt tendenziell mehr Schub. Dementsprechend ist echt nochmal beim Überholen dasselbe passiert. Einfach später dann, dazwischen sonst im normalen Fahren hat es einfach normal funktioniert. Und ja, es war zuerst nicht wirklich nachstellbar, also ich habe es auch getestet. Ich teste dann einfach, ich ziehe den Gas am voll durch, es hat alles funktioniert, du denkst halt, es geht wieder alles, fährst halt wieder und ja, keine Ahnung, 3 Stunden später passiert es halt nochmal. Also haben wir entschieden, kein Überholen mehr. Zu den Fehlermeldungen Traktionskontrolle und Geschwindigkeitsregelung ist dann noch ACC und auch die Motorkontrollleuchte dazugekommen. Wirklich übel, deshalb das war alles wieder weg, wenn du die Zündung ausgeschaltet hast. Dann ist es wieder gekommen, die Motorkontrollleuchte war eigentlich nie da. Genau, dann hast du aber öfter mal Gas gegeben, dann ist sie manchmal wieder dazugekommen, dann ist sie wieder verschwunden. Es war eine Katastrophe. Auf jeden Fall, wir dachten zuerst, wir können damit fahren, aber es war tatsächlich so, dass die Gasannahme überhaupt nicht mehr verlässlich funktioniert hat. Und manchmal hatte man so einen Notlauf, dann hatte man so konstant eine Leistung von ca. 1 PS. Aber manchmal hat sie halt einfach komplett versagt, im Sinne von, er hat immer wieder versucht, ein bisschen Schwung zu geben und hat aber immer selber sich wieder runtergeregelt. Man weiß nicht, wodurch es verursacht wurde. Hat immer selber versucht, wieder sich so runter zu regeln und deshalb war es nicht verlässlich. Da ist ein Hügel drauf gewesen, wir sind von der Fähre rausgefahren, das war nur so eine Art Rampe und wir sind dort gefühlt mit 3 bis 9 km/h hochgestottert. Und es hat schon Warnblinkanlage hinter uns, war ein LKW. So ein bisschen Sorge hast du, dass er rechnet ja nicht damit, dass du dort quasi am Abgammeln bist. Dementsprechend hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass wir einfach überfahren werden tendenziell. Also wirklich ungut, genau. Das war auch der Moment, wo wir entschieden haben, so kann auf keinen Fall eine Reise weitergehen, weil man kann einfach nicht verlässlich damit fahren. Dann meine Erfahrung mit dem KTM Mobility Service. Ein Video gerne hier. Ziemlich übel. An der Stelle nicht erwähnen. Schaut euch bitte das andere Video an. Kurz muss man es, glaube ich, trotzdem hier erwähnen. Trotz korrektem Serviceintervall keine Mobilitätsgarantie, dementsprechend auch keine Hilfe, aber mehr dazu in dem anderen Video. Dann war das Ergebnis, ich fahre selbst mit dem Motorrad im Notlauf nach Dublin, stelle es zur KTM-Werkstatt und die haben es tatsächlich repariert, ein Shift-Shaft-Sensor. Ich habe es einfach nur gegoogelt, ich habe es versucht zu verstehen, was genau es tut. Mir sagt es leider zu wenig. Dementsprechend kann ich das nicht wirklich beurteilen, wieso alle Folgesysteme auch ausgefallen sind. Auf jeden Fall, dieses Teil war defekt. Dementsprechend sind alle anderen Fehlermeldungen für mich absolut verrückt irgendwie, aber es hat quasi alles andere mitgenommen. Und dementsprechend ist das Fahrzeug halt einfach gar nicht mehr normal gefahren und war halt auch nicht verlässlich. Und wie gesagt, wenn es die ganze Zeit regnet und Traktionskontrolle ausfällt und Gasannahme ausfällt, das sind schon Sachen, wo ich mir denke, nee, brauchst du nicht, willst du auch auf keinen Fall. Also das ist eigentlich wirklich nur eine lange Liste an Fehlern. Und was weiterhin bei mir passiert, ich habe es schon mal gemeldet, ich habe es jetzt nochmal gemeldet, der C2-Schalter, also gerne Foto hier, du hast hier C1 und C2, custom belegbare Funktionen, wo du einfach was drauflegen kannst. Ich habe auf einen Schalter, C2 bei mir, habe ich ACC Distanz drauf gewählt, einfach um den Abstand zum Vordermann, wenn du mit ACC fährst, einzustellen. Und ja, wirklich geile Sache, das Moped hat ACC und es macht wirklich Spaß. Bei so Strecken, wo Sperrlinie ist und wo du einfach einspurig hinter jemandem nachfährst, sehr gemütliches Reisen. Du kannst halt auch einfach mal zu einem See schauen oder so und wenn eine Bremssituation passieren würde, bremst es automatisch. Das ist deshalb, wo man sich wirklich mal sicher fühlen kann, auch mal nach rechts und nach links zu schauen. In solchen Situationen, bei solchen Strecken und da einfach kurz auch besser die Landschaft genießen kann. Off-Topic, deshalb, manchmal löscht er diese Belegung einfach und dann habe ich einfach keine Funktion. Das heißt, du fährst ganz gemütlich, willst einfach den Abstand einstellen und der tut einfach nichts auf dem Hebel. Dann musst du einfach stehen bleiben, weil während dem Fahren kannst du die Einstellung nicht machen und die Funktion neu einstellen. Jetzt keine Magie, aber anstrengend. Ich hasse es einfach, stehen zu bleiben und Sachen einzustellen, die du schon eingestellt hast. Logisch, hasst jeder. Dann noch meine Erfahrungen mit dem Hauptständer. Ein Video gerne hier, aber der hat ja bei mir geschliffen, wenn ich in Kurven gefahren bin und besonders mit den Federn zusammen, auch bei Bodenwellen.
und war mir einfach viel zu kritisch. Also wer in seinem Leben ein, zwei Situationen gehabt hat mit dem Fahrrad, wo er einfach in der Kurve mit dem Pedal unten gefahren ist, es ihn ausgehebelt hat und er dann einfach in die Hecke geslidet ist oder wohin auch immer geflogen ist. Genau der weiß, du willst auf keinen Fall, dass in der Schräglage und irgendwas auf dem Boden streift und dich gegebenenfalls aushebelt. So wie auch diese Fußrasten, die nicht einklappen. Die sind zwar meistens ein bisschen höher, aber wenn du dann halt trotzdem in Schräglage hängen bleiben würdest, reißt es dir halt entweder das Ding weg oder das Moped weg. Deshalb, ich habe solche Race-Fußrasten immer sehr geil gefunden, aber habe mir deshalb nie welche gekauft, weil meine Fußraste regelmäßig irgendwo geschliffen ist. Anderes Thema. Meinen Hauptständer habe ich abmontiert. Hier gerne das Video. Bei mir hat er einfach geschliffen. Ja, ich würde wirklich sagen, eben, es hängt auch mit dem Automatic Fahrwerk Settings zusammen. Also das Fahrwerk hat eine Einstellung Auto. Der sollte sich an deinen Fahrstil, an die Beladung, das ist zwar auch der Preload Adjuster, aber ein anderes Thema, aber ja, er sollte sich trotzdem irgendwie an alles anpassen. Laut Bedienungsanleitung, laut meinem Verständnis. Aber was ich wirklich spüre und ich glaube, er ist einfach nicht gut. Wenn du voll beladen bist und ich auch mit der Freundin hinten drauf sitze und es ist jetzt auf keinen Fall zu viel für das Moped. Wir sind jetzt auch in Irland quasi mit dem Setting gefahren, Auto, und du hast wirklich in dem Setting Auto gespürt, dass manchmal das hintere Federbein schlägt durch. Und das darf es nicht sein. Das weiß jeder, das soll auch gar nicht sein und ist auf keinen Fall so konzipiert. Und das war mit Beladung, ohne Beladung, mit leeren Koffer, mit komplettem Equipment und auf keinen Fall sind wir quasi für das Motorrad zu viel. Wir sind beide in einer durchschnittlichen, gesunden, fitten Gewichtsklasse und dementsprechend hier mit 2 original Seitenkoffer und noch einer Gepäckrolle hinten drauf. Keine Ahnung, wir sind wahrscheinlich 100 Kilo unter der Maximalzuladung des Mopeds. Das heißt, ich sage leider dementsprechend auch hier in diesem Review jetzt, dass das Autosetting den Zweck auf keinen Fall erfüllt. Und deshalb würde ich auch sagen, in Kombination mit dem Hauptständer und dem Autosetting, früher bin ich sehr oft in dem Autosetting gefahren, weil ich gedacht habe einfach, es ist smart, es macht genau, was ich brauche. Und es passt sich auch an den Fahrstil an. Das macht es auch ein bisschen, wenn du sportlich und High RPM fährst, habe ich mir angebildet, macht das jetzt ein bisschen härter. Aber genau, alles in allem für mich leider nicht zufriedenstellend und ja, eben, dass es durchschlägt, soll auch auf keinen Fall sein. Und ja, deshalb bin ich einfach zu dem Setting gekommen. Ich stelle einfach manuell jetzt, egal welches Setting du hast, Komfort, Street, Sport, es schlägt niemals durch und es passt dann alles. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, wenn du Street und Sport fährst, dass du vielleicht in Schräglage gar nie dieses Problem mit dem Hauptständer hast. Ich würde halt echt annehmen, dass das quasi mit dem Federn, dem zu großen Federweg und dem Hauptständer dann in Kombination zu so einem Problem, wie es ich habe, geführt hat. Klar, starres Fahrwerk, höher, mehr Bodenfreiheit, dementsprechend weniger Komfort, aber vielleicht kein Hauptständer, der schleift. Das waren soweit die negativen Punkte. Sind leider doch einige und machen mir auch ein bisschen zu denken, weil ich eigentlich sehr verliebt in das Bike bin. Ich mag es sehr, ich finde es fährt bombastisch, ich finde den Motor bombastisch, ich finde die Straßenlage bombastisch, ich finde das Fahren, wenn sie denn fährt, grandios und deshalb gerne auch ein paar positive Punkte. Also ich finde, wenn du das Ding in dem Sportmodus sowohl Fahrwerk als auch Motor, Gasannahme einstellst, hast du wirklich einen mega brutalen Bock, mit dem du wirklich ein Alpenjäger bist. Macht extrem Fun. Was ich grandios finde, ist das Licht, dieses Laserlicht. Wenn du das echt, egal wo du das fährst, wir abends in den Alpen, hier im Umland nach einem Theaterbesuch, im Münchner Umland nach einem Theaterbesuch, einfach auf der Landstraße oder auch in Irland in der Nacht. Du hast so eine krasse Ausleuchtung. Es ist einfach richtig, richtig mega geil. Also auf jeden Fall das beste Licht, das ich jemals gefahren bin. Auch definitiv deutlich besser als das der Multistrada V4S. Auch sonst, ich finde der Sitzkomfort ist voll in Ordnung und voll gut. Ich bin jetzt zweimal 1000 Kilometer am Stück gesamt bin ich schon. Mit dem Motorrad bin ich zweimal 1000 Kilometer und zweimal 700 Kilometer am Stück gefahren und es passt alles. Also es hat nichts gedrückt. Man hat gemütlich sitzen können. Du kannst ein bisschen näher am Tank sitzen, du kannst ein bisschen weiter am Tank sitzen. Das ist wirklich alles perfekt. Das waren jetzt soweit leider sehr viele Negativpunkte und bei den Positivpunkten bin ich jetzt wirklich nur auf denen, die mir wirklich so herausstechend aufgefallen sind, eingegangen. Halt mir wirklich, das Bike macht mir eigentlich wirklich große Freude. Ich sehe es, ich freue mich, ich setze mich drauf, ich freue mich, ich gebe Gas, ich freue mich.
Ich höre es, ich freue mich. Also ich habe schon wirklich, also ich hätte das für mich nicht erwartet, was für eine Bindung so eine KTM in einem Jahr aufbauen kann. Deshalb, ich wollte eigentlich keine KTM. Sie ist mir eher so in den Schoß gefallen, aus dieser Kombination, dass mir die Multistrada V4S gestohlen wurde. Video gerne hier und ich kein anderes Motorrad hatte und in der Auswahl an Motorrädern mit den Anforderungen, die ich hatte, war die KTM halt perfekt und sie ist halt einfach ein geiler Racebock und manchmal habe ich halt auch einfach Bock, anständig Schub zu geben und da war sie halt perfekt. Deshalb also ja, das Baby besorgt mir auf jeden Fall sehr viele positive Emotionen, aber mit der Liste an negativen Punkten, die ich jetzt schon habe, denke ich einfach so proaktiv, vielleicht habe ich ein Montagsmotorrad erwischt. Teilt auf jeden Fall gerne eure Erfahrungen auch. Habt ihr eine KTM? Ist die oft in der Werkstatt? Funktioniert die gut? Gibt es Probleme? Habt ihr von Kollegen gehört, dass es läuft? Läuft es nicht? Bitte alles von diesem hier runter in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Ich hatte eigentlich von einem österreichischen Premium-Hersteller wirklich nur das Beste erwartet. Ich dachte mir, da wird es keine Macken geben. Ich dachte mir, das ist ein absolutes Deluxe-Bike. Und ich werde richtig Bock haben, damit überall rumzufahren. Genau, und das natürlich auch genau auf einer 4-wöchigen Reise, nach 3 Wochen das Moped zusammenbricht. Bei der ersten Fernreise, die du machst, und eigentlich hätte ich mir schon gedacht, Teststrecken, ACT-Strecken zu fahren, aber es ist auf normaler Straße einfach schon zusammengebrochen, sage ich jetzt mal. Weil es jetzt, also für mich hat es natürlich ein bisschen auch an Vertrauen verloren, was du dem Bike halt zusprichst. Wie widerstandsfähig ist es, wenn es einfach schon so die ganze Zeit Schluck auf und Muck macht. Okay, aber ja, das war es jetzt mit meinem Monolog. So, 2 kleine Anmerkungen noch, weil dann ist das Video unter Dach und Fach und ich habe das gerade erledigt. Bei uns wird gerade die Bude neu ausgemahlen. Dementsprechend ist ja absolutes Chaos, aber es passt eigentlich hier vom Setup ganz gut. Dort ist meine Liste, da sind schon die ganzen Videonotizen. Resümee aus der Werkstatt: Der Dämpfer ist wohl defekt. Jetzt weiß ich noch nicht genau, was das heißt, weil mir hat man es auch nicht gesagt. Man hat mir nur gesagt, ich soll mein Motorrad hinstellen. Es wird wohl länger dort stehen. Es wird wohl einmal durchgecheckt und es ist auch schon ein Garantieantrag für den Dämpfer gestellt worden. Wie lange die Reparatur dauert, hat man mir nicht gesagt. Ich weiß echt noch nicht, was ich machen soll, weil es hat so geklungen, dass es auch 2 Wochen dauern kann und ich will einfach jetzt im Herbst noch eine geile Zeit haben und auf keinen Fall auf unbekannte Zeit mein Moped in die Werkstatt stellen, aber ich halte schon Laufenden. Und ja, ich habe den Michelin Road 6 Reifen drauf und es ist wirklich merkwürdig. Mein Reifen wurde eigentlich gewuchtet. Eigentlich hat es mit dem Standardreifen Mitas TerraForce R echt gut geklappt, 250 zu fahren. Dazwischen hatte ich jetzt den Offroad-Reifen, Maximalgeschwindigkeit 170. Und ja, letztens drehe ich wieder voll auf und er fängt einfach ab 200 zu wobbeln an. Sehr ungemütlich und dementsprechend, ich weiß noch nicht, woran es liegt, ob es ein Problem mit dem Vorderrad gibt, ob das Rad nochmal gewuchtet werden muss. Bei meinem Auto sagt man auf jeden Fall, bei jedem Reifenwechsel muss das Rad gewuchtet werden. Beim Motorrad sagt man auch, bei jedem Reifenwechsel muss das Rad gewuchtet werden. Auf der Rechnung steht, das Rad wurde gewuchtet. Also gehe ich davon aus, dass es gewuchtet ist. Ich habe es vor dem Service gesagt. Es hat definitiv mehr gewobbelt. Ich habe es nach dem Service gesagt. Man hat gesagt, ja, solange der Dämpfer defekt ist, daran kann es auch liegen. Ja, daran kann es auch liegen, aber es wobbelt auch auf jeden Fall weniger. Also hat man es scheinbar doch gewuchtet. Ich glaube einfach nicht an Zufälle. Aber ja, es ist ein großes Fragezeichen. Man kann es noch nicht sagen. Es kann der Reifen sein, es kann der Dämpfer sein, es kann das Wuchten sein, es kann die Felge als Ganzes sein. Es ist irgendwie sehr komisch und ja, hinterlässt aber auch ein ungutes Gefühl. Ich hatte noch nie ein Motorrad, egal in welcher Reifenkombination, mit dem ich nicht Topgeschwindigkeit fahren kann. Und hey, ich lebe in Deutschland, gehört irgendwie dazu. Und ein Punkt, der mir am Motorrad echt nicht gefällt, ist die Hupe. Und zwar auf dem linken Lenker hat man links das große Plus-Icon zum Setzen der Geschwindigkeit und danach kommt die Hupe. Bedeutet, eigentlich, soweit ich das in Erinnerung habe, auf jedem Motorrad war links einfach die Hupe bisher. Du drückst einfach dort drauf und du hast die Hupe und du kannst nichts falsch machen. Es ist ja wichtig, dass du schnell die Hupe erwischt. Und ja, ich habe hier echt fast ein Jahr jetzt mit mir gekämpft, zu lernen, dass die Hupe dort nicht ist, sondern Plus. Also ich habe definitiv in kritischen Situationen verkackt und konnte nicht die Hupe drücken, weil ich sie nicht erwischt habe. Richtig übel. Und ich gebe mir Mühe bei solchen Sachen, dass quasi solche Sachen wie Warndreieck drücken, Hupe drücken, dass du das einfach so einprogrammiert und trainiert hast, dass du in der Notsituation sofort das Richtige machst, weil es kann an Sekunden scheitern
oder es kann um Sekunden gehen, dass es alles gut geht. Ja, dementsprechend kann ich empfehlen, machst das. Hier in diesem Kontext ist jetzt aber gar nicht das Problem, dass die Hupe nicht das erste Icon ist. Das sage ich noch an mir. Jeder kann das dorthin bauen, wo er will, muss nur gut erreichbar sein, ist okay erreichbar. Sondern die Hupe ist das zweite Icon oder der zweite Button von links nach rechts. Und du kannst den Hub-Button aber nicht an der ganzen Stelle drücken, weil es ist quasi so ein Kippschalter. Also du musst den Hubschalter links an der Außenseite erwischen, Richtung des Plus-Symbol. Bedeutet, wenn du dir einfach einprogrammierst, was ich habe, drück einfach rechts. Wenn du den Hub-Button auf der rechten Seite des Hub-Buttons drückst, und zwar 50-50, is this 50, dann hupt's nicht, weil der quasi dort verankert ist. Also das ist echt ein Schalter, den du nur auf der linken Seite drücken kannst und hey, das kann es nicht sein. Macht einfach anständige Knöpfe. Den Blinkerschalter, über den schaue ich noch hinweg. Ja, er ist komisch von der Haptik, aber er tut den Job. Irgendwie. Der Hub-Button ist potenziell überlebenswichtig. Macht den anständig. Danke sehr. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. In nächster Zeit kommen noch viele Review-Videos. Ich habe viele Sachen, die ich einfach euch schnell unter die Nase reiben will. Nein, von denen ich euch auf jeden Fall erzählen will, weil es wichtige Sachen sind und ich jetzt hier auch sehr gerne erfahren. Auch das Review über Irland, wie ist uns gegangen, wie ist das Land so, wie ist es mit dem Regen gewesen. Es war wahnsinnig nass, sage ich euch nur. Dementsprechend und kalt. Bis bald, haltet die Ohren steif, ride hard, ride safe. Servus.